Grüezi. Servus. Und hallo und herzlich willkommen zu diesem Video in 7 Tagen durch Ungarn. Mit dem Wohnmobil, ob sich das wirklich lohnt, wir finden es raus und dich nehmen wir mit. Like unseren Kanal. Schreib einen Kommentar, lass ein Abo da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Heute fahren wir endlich nach Ungarn. Ha, und dich nehmen wir mit. Also die Grenze Rumänien-Ungarn verlief sehr lustig. Die Rumänen wollten gar nichts wissen und der ungarische Zoll, der wollte sehr genau nachschauen. Wir mussten alle Türen aufmachen und er kam sogar ins Wohnmobil rein. Und dann wollte er unbedingt noch in unsere Toilette gucken und hat angeklopft, falls da jemand gerade drauf sein will. Ja, aber alles in allem ging es ganz gut durch. Wir sind in Ungarn gut angekommen. Wir sind gestern von Rumänien nach Ungarn gefahren und schauen uns jetzt Ungarn an. Dafür haben wir gestern einen groben Plan gemacht, was wir alles in diesen 7 Tagen anschauen werden. Und jetzt fahren wir schon unser erstes Ziel an. Das geht jetzt nicht, weil unsere Wasserdiebe zu klein sind. Jetzt müssen wir mal irgendwie in einem Baumarkt vorbeifahren und gucken, ob wir einen dickeren, fetteren Wasserdieb finden. Die türkischen gehen nicht. Unser erster Stopp ist das Dorf Holokö oder Holoko. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist bekannt für seine traditionellen Häuser und Traditionen. Hier hat es eine Bäckerei und da mussten wir natürlich zuschlagen und haben jetzt diverse Dinge mitgenommen. Unter anderem haben wir ein Brioche, dann hat Simon sich irgendwas mitgenommen, ich weiß nicht, was das ist. Weißt du, was das ist? Strudel, salzig. Salziger Strudel, oder? Was ist? Man weiß es nicht. Und ich habe mir so einen Hotdog mitgenommen und so ein kleines Teil gefüllt mit Schafskäse. Das soll typisch ungarisch sein. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Das war lecker, hat sich gelohnt und jetzt geht's weiter. Holoko ist bekannt für seine gut erhaltenen Häuser. Früher waren diese noch aus Stroh und nur leider 1909 ist hier komplett alles abgebrannt. Und dann wieder gut aufgebaut worden, halt nicht mit Strohhäusern, sondern mit normalen Häusern, wie wir sie kennen. Dann später wurde Holoko zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt und ist heute ein sehr wichtiger Ort für die Ungarn. Denn hier wird unter anderem Ostern gefeiert oder auch das Erntedankfest. An Ostern haben sie die Tradition, dass sie wie einen Marsch hier durchmachen. Und dann die Junggesellen des Dorfes, die übergießen die Mädchen mit Wasser. Das hier ist dann wahrscheinlich so ein Kübel, mit dem die Mädchen übergossen werden. Und ich muss sagen, Holoko kommt mir so ein bisschen vor, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Man sieht sehr viele schöne Häuser und auch sehr viele Menschen, die Trachten anhaben. Hinter mir siehst du die Festung von Holokö, die war im Mittelalter sehr bedeutend für Ungarn. Sie wurde im 13. Jahrhundert gebaut und immer wieder umgebaut und in der Blütezeit diente sie den Bewohnern von Holokö als Schutz. Also Holoko war
wunderschön, man kann da wunderbar Zeit verbringen. Jetzt waren wir ein halbes Jahr in einer anderen Zeitzone unterwegs und haben gestern die Zeit umgestellt und eine Stunde gewonnen. Das heißt, wir sind sehr früh unterwegs. Heute Morgen schon seit 6 Uhr auf der Achse und jetzt haben wir gedacht, wir fahren direkt noch nach Budapest und übernachten da, weil rund um Hollókő gibt es ein paar Stellplatzmöglichkeiten, aber nicht so wahnsinnig schön. Budapest ist nur knapp 1,5 Stunden entfernt, also schlagen wir da jetzt 2 Fliegen mit einer Klappe und könnten heute Abend Abendessen in Budapest und es ist nicht mehr so heiß, das heißt, wir können Ari gut im Van lassen. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and... Also den Van haben wir sicher parkiert auf dem offiziellen Wohnmobilstellplatz für 20 €. Wir zeigen dir das morgen. Und jetzt fahren wir mit der Metro Nummer 1 in die Stadt und das geht ganz easy. Der erste Stopp in Budapest ist die Kettenbrücke. Das ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Denn es ist so, früher war auf der anderen Seite, das ist ja die Donau, und auf der anderen Seite war Buda und hier war Pest. Und 1873, glaube ich, wurden dann diese Städte zusammengeführt zu Budapest. Und was speziell ist für die Brücke, darum Kettenbrücke, die Gehwege und die Straßenbahngleise werden von den Ketten getragen. Das hinter mir ist das Buda-Schloss. Es wurde im 13. Jahrhundert als neue Residenz, Königsresidenz, erbaut und man hat einen wunderbaren Blick auf die Stadt Budapest und das gehen wir jetzt anschauen. Das Schloss können wir leider nicht besichtigen oder der Aussichtspunkt, weil irgendjemand Wichtiges ist hier und sie haben hier alles gesperrt. Jetzt sind wir immer noch im Stadtteil Buda und hinter mir ist die Matthiaskirche. Die wurde nach König Matthias Corvinus benannt. Der war im 15. Jahrhundert sehr bedeutend für mittlerweile Ungarn. Und er und seine Frau Beatrix liegen unter der Kirche begraben. Direkt neben der Matthiaskirche ist die Fischerbastei. Das ist eine Mauer, die wurde zwischen 1895 und 1902 errichtet und ersetzte die damalige mittelalterliche Stadtmauer. Und man hat einen unglaublichen Blick über Budapest. Nun sind wir hier. Im Hintergrund siehst du das Parlamentsgebäude. Das ist eines der größten Parlamentsgebäude der Welt mit über 18.000 Quadratmetern, mit 690 Räumen. Und der Preis, der Eintritt in das Gebäude kostet 15 € für EU-Bürger und das Doppelte für Nicht-EU-Bürger. Und weil wir ja Schweizer sind, werden wir uns das ganz sicher nicht ansehen, weil wir das irgendwie, also auch nicht das Doppelte, weil wir aus der Schweiz kommen, weil wir nicht in der EU sind, finde ich einfach überrissen. Die Sightseeing-Tour in Budapest war richtig toll, hat uns sehr viel Spaß gemacht und einen Besuch dieser Stadt können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir haben jetzt einen Bärenhunger, suchen uns ein Restaurant und essen und melden uns dann morgen wieder. Tschüss! Budapest hat uns sehr gut gefallen, sind wir sicher nicht das letzte Mal gewesen. Wir hätten auch easy 2 Tage machen können, nur momentan ist es so 25, 26 Grad. Und das geht dann nicht mit Ari, was auch völlig in Ordnung ist. Dann kommen wir eben noch ein anderes Mal. Jetzt noch kurz zum Stellplatz. Das ist ein bewachter Stellplatz. Wir haben 2 gefunden und der weiter außerhalb der Stadt liegt, haben wir angefahren.
20 € pro Tag. Die Metro ist gleich in der Nähe. In 10 Minuten ist man in der Stadt, also eigentlich perfekt. Sanitären Anlagen gibt es nicht. Es gibt nur so ein Toi-Toi-Klo. Wasser tanken kann man, Abwasser, ja, also ich glaube, ist okay, ist halt eine Stadt. Es war auch in der Nacht ziemlich laut, aber gell, was will man erwarten für eine Stadt? Von dem her sind wir zufrieden und jetzt geht's weiter. Der dritte Tag in Ungarn und heute schauen wir uns die Festung von Visegrad an. Das liegt eine Stunde nördlich von Budapest und die wurde im 13. Jahrhundert erbaut. Sie hat eine sehr bedeutende Rolle in der ungarischen Geschichte und zwar war sie immer mal wieder die Residenz von verschiedenen Herrschern und Königen. Eine wunderschöne Burg ist das, mit einer herrlichen Aussicht über die Donau. Wir fahren weiter, sind 2 Stunden zu einem wunderschönen Fischerdorf, glaube ich. Nach Bokot. Nach Bokot. Wir sind gespannt, was wir da wieder alles erleben. Wir sind weitergefahren und jetzt sind wir hier in Bokot. Bokot ist bekannt für seine malerischen, verschiedenen farbigen Fischerhäuschen, denn es liegt da an einem See, der künstlich angelegt wurde, und zwar durch den Abbau von einem Braunkohlewerk. Wir sind angekommen auf dem wohl schönsten Stellplatz, den wir seit langer Zeit wieder hatten. Die Zufahrt war ein bisschen schwierig, es war auch noch eine weite Reise, aber es war gar nicht so viel. Es ist sehr viel Landwirtschaftslande in der Nähe. Da sind Stellplätze ein bisschen rar, aber wir haben es geschafft und jetzt legen wir die Füße hoch, glaube ich. Got a motive. Hush. Fame, make a gram in order. Take, 매일 갖고 싶어. 너만 생각하면 높이 날아. I heard that you've been just searching for someone when you need me right now. It's now or never. Heute ist Tag 5 und Ruhetag. Wir machen heute nichts außer mit dem Ari spazieren und wir haben entdeckt, dass es da hinter mir ein Erdbeerfeld gibt, wo man selber Erdbeeren pflücken kann. Da wollen wir heute Nachmittag hinfahren und ansonsten halten wir heute einfach mal die Füße hoch. Es gibt eine Regel beim Erdbeerpflücken. Eine in den Bauch und eine in die Schüssel. Bin gespannt, wie viele Kilo es sind. Simon hat auch noch eine Schüssel in der Hand. So, wie es sein muss. Das T-Shirt ist voll mit Erdbeeren. Also wir haben jetzt knapp 5 Kilo. Ein bisschen viele. Und haben 6.400 von der Währung hier bezahlt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Währung hier heißt, aber 6.400. Was macht man denn mit so viel Erdbeeren? Ich habe jetzt ein Erdbeer-Tiramisu gemacht und das schmeckt besonders gut. Ich zeige dir mal, wie das aussieht.
Und an warmen Frühlingstagen ist das perfekt, weil es so erfrischend ist. Ich mache dir auf jeden Fall das Rezept in die Beschreibung. Wunderschönen guten Morgen. Wir haben uns entschieden, zum Balatonsee, das ist der Plattensee, zu fahren, weil unsere letzten Tage hier in Ungarn brechen an. Jetzt ist noch Vorsaison, aber es hat noch gar nicht alles geöffnet. Das ist gar nicht so leicht. Wir haben jetzt mal einen Campingplatz rausgesucht, wo wir hoffen, dass der geöffnet ist. Den fahren wir jetzt mal an. Es sollten 1,5 Stunden Fahrt sein. Das ist das Coole hier an Ungarn. Es liegt alles relativ in einer guten Fahrdistanz. Und jetzt sind wir schon bereit und fahren natürlich jetzt los. Auf dem Camping Napfeni ist es echt super traumhaft, direkt am See. Man kann hier ganz gut auch viel länger bleiben. Aber wir haben jetzt diese eine Übernachtung gemacht, die Duschen sind super gut, wir haben schön warm geduscht, ja. Ne? Seit langer Zeit wieder traumhaft. Ja. Jetzt fahren wir aber trotzdem weiter, aber diesen Camping Napfeni, den können wir echt empfehlen. Der Balaton ist der größte Binnensee in Europa mit einer Fläche von über 600 Quadratkilometern und einer maximalen Tiefe von 12 Metern. Was dazu führt, dass er im Winter ab und zu mal auch einfriert und man auf dem See Eislaufen kann. Sieben Tage Ungarn, das wird diesem Land echt nicht gerecht. Man braucht viel länger Zeit. Ja, wir haben nur einen kleinen Teil gesehen, aber was wir gesehen haben, ist wunderschön. Genau, hat uns echt vom Sockel gehauen. Waren wir bestimmt nicht das allerletzte Mal hier. Es ist einfach traumhaft. Nix wie los. Hinfahren mit dem Wohnmobil und genießen. Genau, wir fahren auch weiter Richtung Österreich jetzt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass unbedingt ein Like und ein Abo da. Das freut uns. Wenn du eine Frage hast, stell sie in die Kommentare oder schreib sonst einen Kommentar. Das freut uns immer. Und jetzt beim nächsten Mal sehen wir uns in Österreich. Tschüss!